Das ist ein sehr, sehr technischer Kurs, sehr, sehr winklig. Da hast du auch quasi eine Topografie drin. Das heißt also, das Auto wird in die Federn gestaucht, federt aus über der Kuppe. Du hast so eine schöne Mausefalle, heißt das, wo du so links runter den Berg runterfällst, mehr oder weniger. Das ist atemberaubend. Wenn du dir vorstellst, dass du mit 650 PS hier durch die Gegend schnallst, das ist einfach abartig. Das ist eine sehr kleine Strecke, es ist so wenig Platz und das ist so eng, das ist wie im Wohnzimmer Tennis spielen. Also das ist schon echt richtig unterhaltsam. Das Auto schiebt also vorwärts, auch jetzt hier so bei gelasseneren Drehzahlen schon. Wenn du irgendwo bei 4000 bist, jetzt dritter Gang, 4000, 80 km/h und du trittst da rein, dann geht's sofort, aber sowas von vorwärts. Das Ding geht einfach nur brachial. Du trittst auf den Stempel, dann muss er kurz Luft holen und dann geht's einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Du hast halt irgendwo dann bei 6700 Umdrehungen hast du dann deine 650 PS. Darunter ist das aber mega füllig, ist also nicht, dass da nichts und dann die Turbokelle, sondern da verteilt sich das so über den Drehzahl. Es ist einfach nur mächtig, sehr mächtig. Es fährt so unglaublich spielerisch, leicht, schnell das Auto. Du hast also immer ein sehr kompaktes Gefühl für die Vorderachse. Bei angelegtem Gas ein ganz zartes Untersteuern, dass man so ein bisschen Vertrauen hat. Du gehst vom Gas, zuckst an der Lenkung, gibst wieder Gas. Ist egal, ob es der dritte Gang oder vierte Gang ist oder fünfte Gang ist. Du kannst das Auto dann einfach kurz querstellen und dann den Drift in die Länge ziehen, mit Leistung. Noch vor ein paar Jahren wäre das undenkbar gewesen. Bei der Traktion im Trockenen kannst du das auch sehr gut einsetzen, dass du unter diesem Turbo-Lag, also dieses leicht verzögernde, weil die Luft ja komprimiert werden muss, hast du ganz wenig Situationen, wo das wirklich ins Gewicht fällt. Weil sonst ja ein Sauger immer besser ist. Aber selbst was du jetzt mit dem Turbo machen kannst, querfahren, wo du auch wirklich dann die Leistung genau dann brauchst, dann musst du ein bisschen vorher das machen, damit das diese leichte Verzögerung hinbekommst. Aber das lässt sich gut einbauen in das Gesamtkonzept und deswegen ist das so echt atemberaubend. Unglaublich gutes Feedback. Auch jetzt hier mit den normalen Sitzen, sage ich mal, das ist ja jetzt kein Schalensitz, aber du hast ein unheimlich schönes Gefühl, was das Auto macht. Wenn das Heck kommt, kündigt sich das schön an. Je nachdem, wie du lenkst, also wie schnell du lenkst und wie du dabei vom Gas gehst oder auch nicht, kannst du bestimmen, wie sehr das Auto mit dem Heck mitlenkt. Und je nachdem, wie du das dann gestaltest und wann du dann abrupt Gas gibst, kannst du mit dem Ding auch bis in alle Ewigkeit überall querfahren. Das ist wirklich unglaublich. Also du hast wirklich alles selber in der Hand. Du kannst das Ding neutral fahren, leicht untersteuernd, brachial übersteuern. Du hast eine Variation an Möglichkeiten, das Auto am Limit zu bewegen. Das ist einfach nur wirklich eine große Freude. Wahnsinn, wie man den positionieren kann. Wenn du auch vom Gas gehst und einlenkst, dann dreht das Heck auch ganz sanft ein. Also das ist von der Balance her richtig großes Kino schon. Du kannst ihn auch wirklich überspitzt einlenken, dass er direkt mit dem Heck kommt. Auch hier so über die Kuppe leicht quer, kein Problem. Das ist echt wahnsinnig neutral abgestimmt, das Ganze. Wenn du vom Gas weggehst und nachlenkst, dann kommt das Heck von alleine eigentlich. Es ist echt abgefahren. Immer wenn du nachlenkst oder bewusst vom Gas gehst,
hast du ein eindrehendes Heck, um deine Linie korrigieren zu können. Und vor allen Dingen ein gutes Grundvertrauen. Du hast nicht das Gefühl, dass es jetzt total schwer ist, sondern jetzt geht er mit allen 4 Rädern leicht weg, kommt leichtes Heck über die Kuppe hier. Unglaublich, ehrlich. Bei dem Vorgänger 912 Turbo S war das auch schon so, dass du das Gefühl hast, dass das eigentlich ein Hecktriebler ist mit ein bisschen Hilfe vorne. Weil du, wenn du quasi mit Maßstäben von einem reinen Allradantrieb das Auto bewegen würdest, wo du viel die Lenkung gerade machst und mit wenig Lenkbewegung das ziehst, funktioniert bei dem 11er nicht. Der fährt eher wie ein Hecktriebler. Du musst also gegenlenken. Wenn du den überfährst und querfährst, dann ist der sehr verlässlich, hat er viel an der Hinterachse und vorne hilft er ein bisschen mit, aber nie so, dass es unübersichtlich wird. Wenn der viel hin und her regeln würde, wäre das total schwierig zu fahren. Das kriegen die hin, dass das Auto merkt, was du gerade vorhast, und das ist immer lammfromm und immer beherrschbar und immer glasklar vom Feedback. Das ist echt, das musst du erst mal hinkriegen. Das ist echt, da ziehe ich echt einen Hut vor. Absolut genial. Man hat natürlich auch im abgeschalteten ESP-Modus eine aktive Stabilisatorrate. Das heißt, das Auto wechselt die Querfederraten, um das Handling positiv zu beeinflussen. Davon merkst du nichts. Du hast einfach nur ein Auto, was neutral abgestimmt ist, wo du, wenn du vom Gas runtergehst und nochmal in der Lenkung zuckst, sofort relativ easy weich das Heck rausstellen kannst. Das ist eine total hohe Kunst. Was die da heute aus dem Hub zaubern mit der variablen Stabi-Rate, was sie auch beim normalen Carrera haben. Und du merkst nichts davon, das ist nicht das Gefühl, dass du fährst mit einem Computer, sondern das ist einfach nur ein super ausbalanciertes Auto mit einer Mördertraktion, weil Heckmotor, super belastete Hinterreifen und noch ein bisschen Frontantrieb dabei. Abartig. Echt abartig. Das Bremspedalgefühl ist super angenehm. Du spürst auch richtig, wenn das anfängt zu regeln. Auto verzögert auch unglaublich gut. Du bist immer neutral vom Handling her. Und auch die Verzögerung und die Art und Weise, wie das ABS regelt, das ist echt nicht mehr normal. Porsche hat ja immer schon, sag ich mal, einen Vorteil, weil du hinten das Mastenzentrum hast, also der schwere Motor hinter der Hinterachse. Das heißt, wenn du bremst, stellst dich das Auto nicht so sehr auf hinten, sondern der Motor hilft dabei, dass du auch hinten schön Bremsleistung übertragen kannst. Also das Auto verzögert wie blöd. Und natürlich, klar, das Pedalgefühl, das ist bei Porsche immer schon top, so dass du dich nicht aufs ABS verlassen musst. Das ist ein schön trockenes Pedalgefühl. Die Bremsverteilung ist top und selbst hier auf diesem kleinen Mickey-Maus-Kurs, wo du nicht viel Ruhepausen hast für die Bremse, ist die Bremse komplett unbeeindruckt. Staubtrockenes Bremspedal mit einem schönen Druckpunkt. Und Getriebe, Doppelkupplungsgetriebe, na klar, da ziehst du dran, schaltet sofort. Ist auch gut im Manuellmodus. Rennt das Auto auch in den Begrenzer, das heißt, er schaltet auch nicht von alleine hoch. Das finde ich vollkommen richtig. Weil manchmal schaltet so ein Ding hoch, wenn du es wirklich nicht gebrauchen kannst. Das haben sie hier konsequent umgesetzt. Finde ich auch genau richtig so. Alter, das Ding schiebt, aber ey, Wahnsinn. Der Klang ist einfach geil, die Klangkulisse ist super geil. Du hast einen unheimlich schönen Ton im Auto, so einen heiseren Sechszylinderton. Ja, die lassen in den Begrenzer reinlaufen, da wird nicht geschaltet. Perfekt. Ich finde, der ist richtig dominant, wenn du da diesen Auspufffknopf drückst. Jetzt kann ich dir leider nicht sagen, ob die tatsächlich es nötig haben, über die Lautsprecher was zu machen. Das kann ich nicht genau sagen. Das klingt aber richtig nach Sechszylinder und das ist auch angenehm, füllig vom Sound her innen drin. Ich finde das einfach sehr unterhaltsam. Mich würde interessieren, ob da über Lautsprecher was reingefaked wird oder nicht. Ich würde mir sehr wünschen, dass es vielleicht nicht so ist. Auch das Gefühl in der Lenkung. Du hast einfach das Auto richtig schön in der Hand, finde ich. Du kannst auch jederzeit einfach sagen, ich möchte jetzt quer fahren, dann lässt sich das einfach umsetzen.
997 zum Beispiel hatte noch eine hydraulische Lenkung. Ein bisschen vermisse ich die, aber von den ganzen elektrischen Lenkungen ist Porsche trotzdem so benchmarkmäßig unterwegs, dass du immer noch genau merkst, was jetzt gerade mit dem Auto so passiert und so. Die Rückmeldung ist top, aber ich fand die hydraulischen Lenkungen beim 911er fand ich einen Ticken besser. Aber das ist ja halt einfach wegen der ganzen Emissionsgeschichte eben, ist es halt nicht mehr. Dieses Feinnervige, was so ein 997 Turbo hatte oder auch ein 997 GT3 oder so, das geht ein bisschen verloren, aber wie gesagt, gemessen an den Konkurrenten, die alle jetzt elektrische Lenkungen haben, also elektrisch unterstützte Lenkungen, ist das trotzdem immer noch Top-Level. Das Auto hat ein sehr kompaktes Fahrverhalten. Also du hast ein angenehmes Gefühl in der Lenkung, wenn du Gas gibst. Okay, also wenn man das Auto in einem langgezogenen Drift hat, dann ist es ein bisschen schwierig, weil das Allradsystem dann so ein kleines bisschen hin und her regelt. Das nimmt so ein bisschen die Vorhersehbarkeit weg. Extrem beeindruckend, wie mühelos schnell das Auto ist. Hier sind alle Assistenzsysteme abgeschaltet. Das Auto liegt wahnsinnig gut in der Hand und du baust sofort Vertrauen auf. Du hast auch nicht das Gefühl, dass du jetzt ein leichtes Auto vorne hast. Also du musst irgendwie das Auto künstlich mit der Vorderachse belasten in der Kurve, indem du tief reinbremst, so wie das früher gerne der Fall war bei den Elfern. Du ballerst hier irgendwie rum und das Auto macht einfach alles mit und vor allem ist das Ding auch noch bequem, hast normale Sitze, wo der Seitenhalt auch noch ausreicht, auch hier zum Ballern, wo ich jetzt direkt keine Schalensitze vermisst habe. Und du hast aber auch so ein Ding, wo du einsteigst und einfach mal kurz 600 Kilometer Autobahn fährst und angenehm Musik hören kannst. Das ist einfach eine Bandbreite, die sich gewaschen hat. Junge, 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 Junge. Wenn du da reinsteigst und keine Knöpfchen drückst und einfach nur Schlüssel rumdrehen und auf D und losfahren, dann ist es total zahm und ganz ruhig und ist auch gar nicht hoppel-hoppel. Und hier Aus- und Sport Plus und Auspufflaut und dann ballerst du hier rum und das Ding fährt, dass du dich echt fragst, Alter. Und dann kann der auch noch Alltag ganz gut, weil normale Sitze, ganz normal und Automatik. Das kannst du deiner Freundin, deiner Mutter, deiner Schwiegermutter, hier nimm doch das Auto, dann fährt die damit irgendwo zum Einkaufen, wird sich damit wahrscheinlich nicht umbringen. Die Range ist halt beachtlich, aber früher musstest du halt bei so richtigen, tollen, teuren, schnellen Autos wirklich Auto fahren können, sonst hast du dir wehgetan und das hast du heute nicht mehr. Heute kann jeder in jedes Auto steigen, wenn er die Knatter hat. Wenn du sagst, ach ich weiß nicht, dann drückst du da einmal auf ESP, dann bist du im Sportmodus und dann fährst du, wenn du rund fährst, greift das Ding eigentlich nicht ein. Du musst das aber gar nicht ausschalten, weil das so gut geworden ist. Und wenn irgendwo kritisch, dann bremst er dich halt ein und du zahlst deine ganzen Bremseingriffe, zahlst halt dann am Ersatzteiltresen in Form von Bremsbelägen. Das ist die heutige Gerechtigkeit. Also wenn einer nicht Auto fahren kann, lässt er sich die ganze Zeit vom ESP den Arsch retten und zahlt dann kräftig für die Bremsbeläge und die Bremsscheiben bei seinem Porsche-Händler. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben einfach hier richtig Qualm im Auto und das fährt so selbstverständlich, ohne groß Angst zu machen, neutral. Boah, unglaublich. Da haben wir wieder mal was rausgehauen, ne? Wahnsinn. Wahnsinn.